Ich bin der Tobias Entres aus Ermtraut. Wir wohnen hier auf dem Hubertushof. Ich bewirtschafte den Betrieb mit meiner Frau zusammen. Wir haben 3 Kinder und machen das Ganze hier jetzt in der Aussiedlung in der 3. Generation. Wir haben 300 Milchkühe. Wir bewirtschaften 250 Hektar, davon 170 Hektar Grünland und 80 Hektar Ackerland. Bauen Mais, Silomais an und Getreide, ja, auf dem Acker. Aber alles also kein Marktfruchtbetrieb, sondern wir verwerten alles über die Kühe bei uns. Also hier in der Region sind wir eine reine Grünlandregion. Wir liegen hier bei uns auf 380 Höhenmetern. Wir haben auch Ackerflächen hier, ist aber alles sehr steinig bei uns. Deswegen ist unser Hauptaugenmerk liegt am Grünland. Ja. Wir haben eine Biogasanlage, 75 kW, die läuft rein mit Gülle und Mist. Der Strom wird komplett eingespeist und die Wärme nutzen wir im Karussell. Unser Karussell heizen wir mit, also wir haben ein Melkkarussell und unsere beiden Wohnhäuser, das Altenteilerhaus und unser Haus, wird mit der Abwärme genutzt. In der Regel machen wir 4 Schnitte im Jahr. Also ich fahre den RX in der Ernte mit einem Fendt 826 davor, 260 PS. Die sind vollkommen ausreichend für diesen Wagen, auch hier in unserer Gebirgslage. Durch den Integralrotor, den der Wagen hat, wird das Futter zusammengeführt, bevor es in den Rotor kommt. Der Rotor ist in dem Wagen relativ schmal gehalten, trotz einer 2,12 Meter breiten Pickup. Und mit seinen 54 Messern schafft er dadurch eine gute Schnittqualität, weil immer genügend Futter im Rotor liegt. Ja, Kurzschnitt bedeutet halt für uns, wir häckseln in der Regel eigentlich auf 8 mm. Jetzt schneiden wir auf 2,8 cm mit dem Wagen, das kommt dem Häcksler ziemlich nahe. Gut, der Kurzschnitt ist natürlich für die Kühe besser verdaulich. Es lässt die Mischzeiten mit Mischwagen, hat einen Vorteil, klar, wir müssen nicht mehr so lange nachmischen lassen. Die Mischung, ja. Futterqualität ist ja klar, also umso kürzer das Gras ist, umso besser lässt es sich im Silo verdichten. Umso mehr Volumen bekommen wir auch im Silo, umso kürzer das Gras ist und dadurch steigt natürlich klar die Qualität durch die Verdichtung. Der Wagen hat sehr tolle Features. Er ist komplett alle Funktionen in Automatik. Das heißt, am Vorgewende, ich drücke eine Taste, der Wagen hebt die Pickup aus, fährt sich in eine Vorgewendestellung. Umgekehrt wieder drücke ich wieder die Taste, er fährt wieder alles in Position. Beim Abladen ist es genau dasselbe, ein Tastendruck und er lädt vollautomatisch ab. Die Wartung ist natürlich klar, wie bei allen Wägen, der hat seine Schmierstellen, die gemacht werden müssen. Zum Saubermachen muss ich sagen, ist es bei diesem Wagen viel einfacher wie bei den Vorgängern, weil er ziemlich die Radläufe und alles abgeschreckt hat, so dass das Futter quasi schon am Feld oder wenn mal was oben drüber fällt, herunterfällt und der Wagen so eigentlich ziemlich sauber bleibt. Das kurze Gras lässt sich natürlich auf dem Silo viel besser verteilen. Bei 2,8 cm Schnittlänge zu einem Standardladewagen ist das natürlich einfacher für die Silofahrer, es lässt sich besser festfahren. Und durch das Split-Cut-System ist auch das Futter an den Randbereichen des Rotors auch sehr gut geschnitten. Ja.